Herzlich willkommen zum neuen Mittwochsvideo. Spannendes Thema heute und zwar, was habe ich an meiner Harley umgebaut und wie sieht meine Harley eigentlich aus? Sauber ist sie nicht. So sieht das Biest aus. Immer noch alles so ein bisschen verstaut von Natur. Ich habe hier noch gar nichts gemacht. Krankheitsbedingt konnte ich noch nicht so viel machen. Ich habe aber schon alles gekauft für die Inspektion, für den Ölwechsel und volles Programm, Filter und. Genau, habe ich hier irgendwo hingepackt. So, um alles natürlich besser sehen zu können, schiebe ich den Bock mal eben raus. So sieht der Bock aus. Ja, natürlich dreckig, aber wir gehen erstmal auf die Einzelheiten ein. Also Road Glide, Baujahr 2016, Road Glide Special, also eine HD1 ist das aus den Staaten. Ist auch ein Klatscherbike gewesen. Das ist für mich kein Problem. Rahmen gerade, alles voll, ist gar kein Problem. Und von daher ein super Bike. Die HD1-Bikes sind ja bekannt dafür, dass sie über Osteuropa reinkommen und sozusagen Unfallfahrzeuge aus den Staaten sind, hier dann aufbereitet werden und dann für mehr Geld verkauft werden sozusagen, so dass es kein Schrottbike ist. Drüben ist es ein Klatscherbike gewesen sozusagen. Genau, so eins ist das auch gewesen. Um das nachzuvollziehen, kann man dann die Ritznummer, die Rahmennummer sozusagen einmal eingeben und dann kann man nachgucken online, ob dein Bike jetzt davon betroffen ist. Auch so ein Klatscherbike war, kostet 10 Euro. Genau, meins war davon betroffen, also meins ist auf jeden Fall ein Unfallfahrzeug früher gewesen. Ja. Aber ich bin damit super zufrieden. Jetzt gehen wir mal auf die Einzelheiten ein. Das Bike habe ich mit knapp 20.000 Kilometern bekommen und bin jetzt gerade, ich glaube, bei Kilometerstand aktuell 83.950. Was habe ich daran gemacht? Also Mapping 1 hat es gehabt, ein Mapping hat das Ding gehabt. Und ich will jetzt aber auf jeden Fall noch ein zweites Mapping machen und zwar auch die Nocke scharf machen. Genau, das habe ich auch schon mal erzählt. Der kriegt jetzt nochmal inspektionmäßig alles komplett und dann noch eine neue Nocke. Alle Dichtungen neu. Das Ding hat jetzt knapp 85.000 gelaufen. Ich muss auch noch den Primärantrieb überprüfen lassen und. Das habe ich auch letztes Mal schon erzählt, weil das ja so komische Geräusche gibt. Das pfeift ein bisschen. Aber wir gehen jetzt erstmal nicht auf das ein, sondern wir gehen erstmal darauf ein, was hat das Bike alles oder was ist an dem Bike alles anders. Genau, was habe ich alles gemacht? Und was hat der Vorbesitzer alles anders gemacht? Also was auf jeden Fall krass ist, wir gehen als allererstes erstmal auf die Auspuffanlage. Das ist eine Pencil Klappenauspuff, manuell. Hier drüben mit Bautenzüge kann man das dann zumachen, aufmachen sozusagen. Genau, das ist der Auspuff, Pencil, manuell Klappenauspuff. 110er Motor, Screaming Eagle, brutal. 110er, kann ich nur sagen. Absolut geil, zuverlässig, keine Probleme bis jetzt gehabt. Super, super geil und der Sound ist abartig brutal. Das kommt leider nicht hier rüber. Ich kann es mal anmachen, aber es kommt leider nicht so rüber. Ich habe die auch jetzt seit, ich glaube, wann bin ich denn hier angekommen? Mitte September, ne? Seitdem habe ich die, glaube ich, nur einmal kurz danach angemacht, weil ich hier halt noch die Motorkontrollleuchte noch anhab drauf. Okay, ist jetzt weg. Müsste aber gleich wieder kommen. Aber wir versuchen mal, ob die angeht. Oha. Oha. Ja, Batterie tot, ne? 2,5 Monate nicht an. Der braucht nur einen Schwung. Oha. Batterie ist tot. Kennt man Harley-Krankheit. Ja, ich habe aber keinen Kriegsstrom mehr. Also das ist schon richtig krass. Hätte ich die vorher versucht anzumachen, würde die, also da wäre gar nichts, wäre ein Klick gekommen, da wäre gar nichts gekommen. Genau, weil ich halt Kriegsstrom hatte durch die Unterbodenbeleuchtung. Aber wenn ich Glück habe, geht es hier an. Ja, da war schon richtig. Der braucht eine Drehung. Ja, das ist schon. Ich habe die auch nicht an Überlebensgerät. Aber die Batterie muss auch neu, ne? Die war ja schon zweimal komplett tiefentladen. Der kriegt auf jeden Fall jetzt auch bei der Inspektion neu. Ich auch schon Sprit. Ja, gleich. Nee, keine Chance. Keine Chance. Ja, schade. Wollte ich euch zeigen, aber ist auch nicht so wild. Kommt sowieso nicht so geil hier rüber, also über das Video rüber, wie es eigentlich in echt ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben noch keine lautere Harley als meine gehört. Wirklich. Also mit dem Klappenauspuff, Pencil, manuell mit dem 110er, mit den Kubik, mit dem Schub, mit der Kompression. Abartig heftig, abartig heftig. Wirklich. Und jeder, der mich schon gesehen hat mit der Maschine, der kann das echt bezeugen. Das Ding ist echt Hölle. Deshalb will ich auch das Ding gar nicht weggeben. Ich werde diese Maschine auch niemals verkaufen. Auf gar keinen Fall. Die wird immer dabei sein bei mir, bei den Messeständen und so, wo ich dann sein werde. Und genau da wird die Maschine dann ausgestellt werden, weil mit der Maschine mache ich jetzt ja noch fette Touren. Ne?
Das wird ja noch richtig krass. Genau, gehen wir mal weiter darauf zurück, was das Bike alles hat. Genau, Mapping, Stage 1 sozusagen. Und dann jetzt noch Penzelklappenauspuff manuell mit dem 110er Motor. Brutal. Was habe ich noch gemacht? Die Unterbodenbeleuchtung. Kleiner Fun-Gadget nebenbei, abends geil zu sehen. Genau, anmachen, sieht man jetzt hier Beleuchtung drin, alles so ein bisschen beleuchtet. Die Koffer hinten auch drin und wenn es dunkel ist, sieht man das auch richtig geil. Da ist es von innen reingeklebt und ja, ist ein bisschen, ich sag mal so, das ist diese typische Proletenbeleuchtung. Ne? Es ist aber geil, es kommt schon fett. Genau, gehen wir mal weiter. Was habe ich noch gemacht? Man sieht unten an den Beinschildern, da wo die Lüfter hinter sind für meine Kühlung, da habe ich nochmal Beleuchtung drin. Super geil für unten Unterbodenbeleuchtung. Abends, wenn du fährst, weil hier oben komme ich auch gleich noch zu, hier habe ich den bösen Blick. Aber hier bringt es auch zwar ein bisschen, aber unten fett. Du siehst unten wirklich den ganzen Rand, auch gerade wild und so, wenn du über Land fährst, ist schon geil. Und das Gute ist, es ist nicht nur Licht, kennen wahrscheinlich die meisten, aber ich zeige mal das für die Leute, die es nicht kennen. Und zwar hast du dann noch schöne Blinkerfunktion drin. Richtig gut. Ist mit oben gekoppelt natürlich, alles über einen Strang. Und dann blinkt das alles gleichmäßig. Super geil, super geil. Ja, und das habe ich an der Beleuchtung nochmal geändert oder angepasst. Genau, ich mache das mal eben aus. Vielleicht kriege ich die jetzt an. Ich will die einmal, dass vielleicht... Oh, da kam sie fast. Habt ihr gehört? Hat sie schon einmal gerödelt. Ja, der braucht so einen kleinen Hauch braucht der, einen kleinen Hauch. Ja, ich klemme die gleich auf jeden Fall an. Man sieht auch hier ganz kurz einmal, die Garage ist auch schon ein bisschen freier. Jetzt bin ich ja fast zu 90% wieder fit. Ich habe nur noch Husten. Das heißt, die nächste Zeit, mein Zimmer ist fertig zu 99%. Das heißt, hier wird mein nächstes Projekt sein. Arbeitsplatte, hinten an die Wand, Werkzeug aufhängen, hinten kommt dann alles weg. Und da habe ich richtig schön viel Platz. Und jetzt kommt ja auch fast der Sommer. Wir haben Januar, aber der kommt mit großen Schritten. Immer positiv denken. Aber was habe ich noch geändert? Hier 14 Zoll. Das hier ist mein Glücksbringer von Frauchen. Der hat schon mehr von Europa gesehen als sie selber. Das ist ein 14 Zoll Ape-Lenker. Richtig gut. Von der Firma Feeling. Super zufrieden mit. Wahrscheinlich werde ich mir den jetzt noch mal minimal, ich denke mal so einen Zentimeter, 2, dass ich den ein bisschen weiter zu mir habe, weil dann kann ich mich ein bisschen besser anlehnen. Hinten an meine Tasche, die dann hinten drauf ist. Weil wenn du die ganze Zeit fährst und dann immer die Arme gerade, das ist schon geil, wenn man sich ein bisschen anlehnen kann. Was ich mir holen werde für die Tour ist auf jeden Fall, hier hinten kann man die reinbauen, ist die Rückenlehne, die du hier eigentlich an der Sissy Bar hast. Kann man hier auch reinmachen, kennt ihr bestimmt auch. Kann man nach hinten klappen oder hochklappen. Und dann, wenn ich dann allein unterwegs bin, kann ich mir dann schön hier als Rückenlehne direkt machen. Ne? Da kann ich mich schön entspannt anlehnen und die Beine dann auch schön, habe ich ja immer hier drauf während der Fahrt. Und dann kann ich die Beine da oben schön rauflegen und kann ein bisschen die Arme nicht zu gestreckt durch, sondern ein bisschen zurückgelehnt haben. Ne? Ein bisschen weiter angewinkelt haben. Genau. Was habe ich noch hier anders? Felgen sind anders auf jeden Fall, sind nicht die originalen Standardfelgen, sondern sind andere, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Verdunkeltes Glas, ganz normal. Böser Blick hier vorne habe ich rangemacht, habe ich auch selber rangemacht. Das unten habe ich auch selber rangebaut. Wenn ihr dazu mal ein Video sehen wollt oder wo ich die gekauft habe, dann sagt mal Bescheid, dann mache ich nochmal ein Video oder ich hau das in die Beschreibung rein. Ich hau mir in die Beschreibung rein, wo ich die gekauft habe. Seht ihr dann, genau, das könnt ihr unten in der Beschreibung sehen, ne? Das hau ich hier unten mit rein. Was habe ich noch anders gemacht? Das hier ist verdunkeltes Glas, ist nicht auch Standard, ist anders. Seht ihr, ist jetzt nicht vom Clockwerk, aber ja, ist auf jeden Fall auch gut. Ich weiß nicht, woher das war schon dran gewesen. Andere Spiegel sind auch keine Standarddinger. Die Fußrasten hier habe ich an der Seite ran gemacht. Die hier sind aber auch schon für den Arsch, sind auch schon 3 Jahre alt, kosten nichts. Kosten vielleicht 40 Euro oder so, kriegst du überall bei Motea hinterhergeschmissen. Das suche ich jetzt aber auch nicht raus. Das könnt ihr alles bei Motea finden. Auch die Beleuchtung jetzt hier vorne, ne? Ich glaube Alibaba Express oder Motea, irgendwo habe ich die gekauft. Genau, ich guck mal, ich hau das mal hier rein. Genau, habe ich ja gesagt, mache ich rein, guck ich mal. Was habe ich noch hier anders? Hilf mir mal auf die Sprünge hier. Ja, Unterbodenbeleuchtung habe ich schon gesagt. So, jetzt versuchen wir nochmal, ob die angeht. Jetzt war die ganze Zeit Licht an, aber ich glaube nicht. Nee, tot. Richtig tot. Schade. Genau, also Unterbodenbeleuchtung machen wir mal aus. Zack, funktioniert auch. Hat mir der Guido wieder fertig gemacht, alles gelötet und so. Richtig gut. Habt ihr auch ein Video hier auf YouTube. Genau, was habe ich noch anders? Sissy Bar. Hinten nochmal
Schutzblech bzw. Gepäckträger nochmal hinten drauf. Genau. Lange Koffer, die nach unten gehen, sind ja auch nicht Standard. Standard sind ja eher die kurzen Koffer, kennt ihr ja, aber die langen Koffer, die waren schon dran. Genau. Die Bügel waren auch schon dran, ist auch nicht Standard. Meistens hast du nur die Koffer. Was habe ich noch dran, was anders ist? Das Ding ist, wenn man die ganze Zeit damit fährt, ja, hier, die Dinger sind ja auch nicht original. Also sind ja auch nicht ab Werk dran. Da kannst du hier durchgucken und ein Tor schießen. Das ist ja immer krass, ne? Das sage ich auch immer wieder. Also, da kriege ich Augenkrebs, ne, wenn ich das sehe. Wenn das nicht dran ist und du kannst da so durchgucken. Irre, irre. Und die Leute sagen mal, oh, gibt's nicht aus Plastik. Ja, das ist, Leute, ist kein Stahl, ne? Ist Kunststoff. Klar, gehört zwar nicht sowas an der Harley dran, ne? Also sowas gehört eigentlich nicht an der Harley dran. Kann aber Hitze super ab. Hier ist der Krümmer, beziehungsweise der Auspuff. Und hier der Motorblock alleine schon direkt. Hier ist ja richtig Hitze, auch im Sommer gerade. Nichts passiert da. Super. Kann ich echt empfehlen, die Dinger. Und du kriegst nicht gleich Augenkrebs, ne? Kannst selbstverständlich noch umlackieren, ne? Also alles gar kein Problem. Genau, was habe ich hier noch anders dran? Mehr glaube ich, ja klar, mein Kameraequipment, ne? Das habe ich hier alles dran. Die Stange hier oben halt, um nachher die Insta360 noch hochzufahren, die X5. Da oben habe ich noch eine Kamerahalterung. Dann habe ich drüben noch eigentlich eine und eine hier oben drauf. Hier, die hat überhaupt nicht gehalten. Diese hier ist bombenfest. Die habe ich selber ran gemacht. Das ist eigentlich von so einem Bild, das du anhängen kannst an der Wand, so kleben statt bohren mäßig. Und hier war von der Insta360 der Kleber drauf. Banane. Ich bin losgefahren. Ich glaube, das war nicht mal 100 Kilometer. Nicht mal 50, dann ist das schon abgeknickt. Genau. Das ist eigentlich das Ganze, was ich an meiner Maschine jetzt anders habe. Und was ich weiß, was ich anders habe. Ne? Weil ich weiß zwar, okay, Mapping drauf. Ich kann euch nicht genau sagen, was für Mapping das erste drauf ist. Es ist auf jeden Fall nicht Stage 2 oder 3. Ne? Das auf jeden Fall nicht. Genau. Ja, das ist erstmal das Ding zu meiner Maschine. Jetzt anderes Thema. Dave's Travel. Ja, ich bin kurz vorm Abschluss. Ja, ich bin jetzt gestern und heute nochmal dran gewesen, die Homepage auch nochmal angepasst. Also, erstes Datum steht, das ist vom 13.05. bis 20.05. Das könnt ihr euch schon mal sichern, das Datum. Das ist auf jeden Fall das erste Datum über Vatertag, wo es zum Gardasee geht. Ich habe sehr viele Anfragen jetzt schon gekriegt, also über die E-Mail-Adresse daves-travel@web.de. Und die Anfragen, die darüber gekommen sind, die werden natürlich bevorzugt. Genau. Sobald die Anzeige scharf geschaltet ist, die Homepage steht, ich hoffe nächste Woche. Ich bin jetzt nur noch am letzten dran, das sind die Sachpapers sozusagen, Insolvenzversicherungsschein, den brauchst du, Paragraph 25, Reise, bla bla, sonst kannst du es nicht nutzen. Ja, das Spannende ist einfach, ich habe die ganze Zeit immer versucht, einen beim Bürgeramt zu erreichen, wegen auch der Gewerbesteuerprüfung. Leute, vor 8 Wochen habe ich das abgegeben, vor 8 Wochen, genau. Und eben hatte ich einen am Telefon, ne? Die gute Dame, die hat das gar nicht abgeschickt. Jetzt hat er das mit mir am Telefon. Ich sage, Leute, Alter, sag mal, lebt ihr auf dem Baum oder was, Alter? Ich sage, das steht, ich warte nur auf euch, damit ich das okay kriege von der Gewerbesteuerprüfung, dass alles gut ist. Dann kann ich den Sachbrief beantragen, weil ich muss erst das okay haben, damit ich das mache. Das andere ist von dem anderen, eine Interdependance. Das eine ist von den anderen abhängig, ohne den geht das andere nicht. Ja, genau. Und jetzt ist es alles so, dass das funktioniert und ich das Ganze abschicken darf. So, jetzt habe ich das am Telefon mit denen gemacht. Hätte ich da nicht angerufen, hätte ich mich tot gewartet. Und ich habe mir immer schon gedacht, warum kommt kein Brief? Klar, ist Deutschland, Bürokratie, alles im Arsch, klar, weiß ich. Aber dass das so ätzend lange dauert, ey, hätte ich nicht gedacht. Deshalb habe ich da die ganze Zeit nachgehakt und jetzt einen erreicht und die haben das nicht mehr bearbeitet, Alter. Die haben das in die alte unten aus der Info, die hat das gar nicht abgeschickt. Ja, egal. Jetzt ist es soweit, jetzt konnte ich das andere beantragen und ich muss nur ein Okay haben, dann ist das Ding scharf. Homepage, alles safe, super geil. Also Gardasee und Sardinien wird brutal. Ich habe richtig Bock. Ihr könnt mit mir die Touren erleben, so wie ich die erlebt habe. Und lasst euch einfach überraschen. Es kommen geile Sachen auf euch zu auf der Tour. Und alles special, special, special. Wild Life ist das. Wild Bike Life. Das wird richtig geil. Ja, so, das erstmal dazu. Ride or Die, sämtliche Klamotten im Shop. Vielen Dank für alle Leute, die einkaufen, die shoppen und die Marke groß machen. Ride or Die ist nicht einfach nur ein Name, sondern das ist eine Lebenseinstellung. Von daher ist das richtig geil zu sehen, wie das Ganze wächst, wollte ich gerade sagen, wächst. Ja, nächste Woche geht es schon nach Mailand, nach Verona sozusagen, nach Italien, Verona.
Und da geht es dann zu der Biker Expo, wird auch richtig geil. Und nächsten Monat bin ich schon in den USA. Also Schlag auf Schlag geht das Ganze jetzt. Und jede Woche geile Videos, immer Action. Ja, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Thema und zwar The Bloody Highway. Vielen, vielen Dank für die geile Resonanz. Auch wegen den Liedern und also was geht krass ab durch die Decke. Es wird überall gehört. Das dritte Album ist jetzt schon gerade am Machen und entsteht natürlich durch die weiteren Folgen. Und jetzt kommen wir auf das nächste Thema. Portugal One, geil Leute. Vielen, vielen Dank für die geile Resonanz. Danke fürs Anschauen, für die geilen Kommentare, für das Verlinken, für das Hypen, ganz, ganz wichtig. Das bringt den Account weiter zum Wachsen und wird immer größer und damit wachse ich und damit habt ihr noch viel mehr Videos zu sehen. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Thema. Portugal One Teil 17 diesen Sonntag. Wird richtig geil. Da geht es jetzt diesmal von Bernidom nach Pensacola. Da treffe ich den guten Marco und den Frank. Das wird richtig geil. Eine geile Zeit zusammen. Ja, lasst euch überraschen, es wird richtig gut. Ja, dann würde ich sagen, 17 Minuten schon das Video hier. Ich halte mich kurz diesmal. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Falls ich irgendwas vergessen habe, tut es mir leid. Haut einfach alles rein und dann schnacken wir drüber. Nächstes Video, nächste Woche wird sein, was nehme ich alles für Kameras mit, was ist mein Equipment und wie sieht das Ganze aus, was brauche ich eigentlich für eine Reise, um so eine Videos zu machen, die ich euch präsentiere. Ja, dann würde ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gleiches Spiel wie immer. Liked und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Hype das Video, Kommentarfunktion nach links schieben und dann hypen, das wäre ganz geil. Macht ihr auch schon fleißig, vielen, vielen Dank dafür. Danke für alle Leute, wie gesagt, die im Shop schon eingekauft haben bei Ride or Die. Immer weitermachen, Vollgas, freut euch drauf. Es wird richtig geil, wir haben eine richtig geile Saison. Geile Veranstaltung, da komme ich nochmal einzeln drauf zu, wo ich überall anzutreffen bin und wo wir alle schnacken können. Und freut euch drauf, Dave's Travel ist, denke ich mal, nächste Woche am Start. Ich gebe alles, dass es nächste Woche klappt. Ich habe ein bestimmtes Datum und das versuche ich bis dahin zu erreichen. Drückt mir die Daumen, ich bin guter Dinge und dann würde ich sagen, hören wir uns, sehen wir uns auf dem Kanal. Bleibt gesund, allzeit gute Fahrt. Danke für alles, haut rein, ciao, ciao.